Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit der frisch gepressten Sendung für euch hier aus Los Angeles. Ortszeit ist es 7:25 Uhr. Der Flug war gestern uneventful, wie ich das immer so schön nenne, mit Finnair. Stunde Verspätung, aber hey, so ist es. Hier im Hotel angekommen. Heute geht es dann weiter in die Wüste. Ich habe euch trotzdem aber die Themen frisch gepresst gemacht. Themen, die wir haben, sind auch hier quasi westküstenbezogen, und zwar WestJet von unserem Alexis von Höhensbruch kriegen eine Finanzspritze, die sie vielleicht nicht brauchen. Ich weiß es nicht, gucken wir uns genau an. Von Delta und von Korean. Ja, da gibt es vielleicht eine Fluggesellschaft, die bald auch im Sky-Team ist. Ich habe heute auch Flugzeuge schon wieder gesehen von WestJet. Gestern war es ja, um ehrlich zu sein. Heißt also, da geht es weiter. Dann IAG hat die Zahlen genannt fürs erste Quartal. Da haben wir auch was Interessantes. Dann die Lufthansa Group verlängert den Flugstopp nach Tel Aviv und Hyatt hat eine Promotion, die ist aber leider targeted. Ich bin da nicht mit dabei. Ich habe zu viele Nächte, deshalb sagen die, dem Lars brauchen wir keine Promotions zu geben. Der kommt ja eh. Ich bin ja hier auch im Hyatt. Also insofern gar nicht mal so doof. Aber ihr könnt ja mal gucken, ob ihr da eine targeted Aktion habt. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und auf School zu kommen. Das erste Thema, was wir haben, ist IAG. Und zwar IAG ist ja die Muttergesellschaft von British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level, damit ich nicht jemanden vergesse. Gewinn 176 Millionen Euro. Letztes Jahr haben sie 4 Millionen Euro Verlust gemacht. Der Umsatz 7,03 Milliarden Euro, das sind 10% mehr als im Vorjahr. Der operative Gewinn hat sich verdreifacht mit 198 Millionen. Und wir haben festgestellt, bei Hansens ist das schlechter. Ja, genau. Heißt also, die Wintersaison ist ja, wenn es um Reisen geht, eigentlich eine Saison, wo es weniger Reisen gibt. Aber hier bei der IAG ist es wesentlich guter gewesen, besser gewesen. Sie haben schwarze Zahlen geschrieben. Strategie und Aussichten sind natürlich die Themen wie immer, die geopolitischen Voraussetzungen, einmal Ukraine-Krieg, aber auch Nahost. Der Luis Gallego sieht natürlich anhaltende Nachfrage nach Flugreisen. Fokus ist halt auch auf die Flottenmodernisierung und auf die Expansion. British Airways hat ja übrigens auch Großbestellungen laufen bei Boeing und bei Airbus. Gesamt hat man 53 neue Langstreckenflugzeuge. Das sind 32 Dreamliner 787-10er. Airbus A330-900 Neo sind 21 Stück. Der Einsatz ist geplant bei Aer Lingus, bei Iberia und bei Level. Die haben ja auch noch XLRs, die sie bestellt haben, aber die Langstreckenflugzeuge habe ich gar nicht aufgeschrieben. Und man hat noch zusätzlich 10 weitere Boeing 787-10er, die man optionieren kann, oder 13 weitere Airbus A330-900er. Ja, die Hauptversammlung im Juni 2025 ist geplant. Da geht es weiter. Und ein weiterer Punkt ist, Ziel ist natürlich der Ersatz älterer Langstreckenflotten und Kapazitätsausbau für die Hochsaison. Also interessante Themen. Aber nicht nur der Nahe Osten für British Airways ist ein Problem, sondern auch für die Lufthansa. Bei unserem zweiten Thema ist das so, die Lufthansa hat weiter den Flugstopp am 9. Mai, also heute, verlängert nach Tel Aviv. Das werden alle Flüge ausgesetzt bis zum 18. Mai, also einschließlich bis Sonntag, 18. Mai. Betroffene Fluggesellschaften sind natürlich die komplette Lufthansa Group und interessanterweise, ja, was soll man dazu sagen, ITA ist natürlich auch dabei. Jetzt also Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels, Eurowings, ITA und Lufthansa Cargo. Der Hintergrund ist ja von den Houthi der Angriff auf den Flughafen Ben Gurion am 4. Mai aus dem Jemen. Die haben ja quasi auch irgendwie schon da Bombenalarm gehabt in Jemen, in Sanaa. Und die Sicherheitslage im Nahen Osten ist natürlich weiterhin angespannt. Und auch im Gazastreifen gibt es wohl weitere Aktionen. Die Buchungen, die Lufthansa hat, werden weiterhin angeboten mit Umbuchung bzw. mit Erstattungen. Details kommt je nach Tarif, aber auch nach Buchungskanal. Also da gibt es weiter flexible Sachen und wenn ihr einen Flug gebucht habt, werdet ihr ja auch proaktiv von Hansens informiert. Ein Thema, was ich mit Spannung gesehen habe, ist WestJet. WestJet ist eine Fluggesellschaft. Ich bin mit denen so nicht wirklich oft geflogen. Also in Kanada bin ich mit denen mal geflogen, aber das ist ja auch schon wieder Jahrzehnte her. Und da ist es so,
dass die Delta Airlines in Korean übernehmen insgesamt 25% an WestJets und Delta hat 15% für 330 Millionen US-Dollar gekauft. Korean hat 10% für 220 Millionen Dollar gekauft. Dann Delta plant 2,3% an Air France KLM weiterzugeben für 50 Millionen US-Dollar. Und man hat bei den Onex-Partnern das Beteiligung erfolgt über den Kauf von Einteilen des bisherigen Eigentümers. Der Kontext strategisch gesehen ist ja auch für den einen oder anderen interessant. Delta ist ja bekannt für die Minderheitsbeteiligung an Partner-Airlines, zum Beispiel Air France KLM, Virgin, China Eastern, LATAM. Und sie dienen ja zur Stärkung des Joint Ventures. Das ist ja auch ein bisschen das, was ja auch Etihad gemacht hat, was nicht so ganz geklappt hat, weil man ja beim Ende des Tages immer nur Fluggesellschaften ausgesucht hat, die irgendwie schon halb tot waren. Auf jeden Fall ist es so, dass diese strategischen Kooperationen dann keine lose Partnerschaft sind, sondern dadurch, dass man sich daran beteiligt, wesentlich fixer sind. Und man hat, so wie die Lufthansa jetzt ja auch bei der Air Baltic, einen Griff, weil man nämlich im Aufsichtsrat sitzt. Die Delta und WestJets hatten bereits Codeshare- und Kooperationsabkommen. Geplantes Joint Venture war vor Jahren gescheitert, zu viele regulatorische Hürden, ja, USA, Kanada. Aber trotz des Joint Ventures blieb WestJet bevorzugter Delta-Partner. Und jetzt fragen wir, was ist das Ziel hinter WestJets? Warum will Delta da rein? Warum sagt WestJets ja? Mehr Flüge zu den Hubs von Delta, also nach Atlanta oder nach Detroit. Ist das... Nee, DTW. Was ist DTW? Ihr könnt unten jetzt schreiben, was der Flughafen DTW ist. Korean Air in Incheon, also Seoul, und Air France, Charles de Gaulle, Amsterdam. Langstreckenausbau vom WestJet ist natürlich denkbar. Man fliegt ja schon nach Paris, man fliegt ja auch nach Seoul. Ich habe ja auch Flugzeuge von WestJets in London Heathrow gesehen. Und Zukunft ausbauen auf anderen kanadischen Airports. Und Kompliment zur Air Canada hat man damit dann auch, weil die Star Alliance ist ja mit Air Canada sehr gut vertreten, in Kanada. Und WestJet wäre dann SkyTeam. Und damit würde dann natürlich die Freunde von den OneWorld sagen, was haben wir denn? Tja, da könnt ihr zu Porter Air oder sowas gehen. Ja, Ed Bastian von Delta hat natürlich auch was gesagt. Die Investition in WestJet sichert uns den Zugang zu einem starken Partner und einer breiten globalen Vernetzung. Korean Air Walter Cho sagt, wir stärken damit die transpazifische Konnektivität und den Kundennutzen. Recht haben sie beide. Die Chancen sind natürlich, dass man damit WestJet in eine bessere globale Einbindung und neue Strecken profitieren kann als SkyTeam. Mehr Kooperation im Netzwerk, eventuell auch Synergien bei Kundenprogrammen, Lounges, Upgrades, klar. Und Delta positioniert sich als aktiver Investor und strategischer Architekt für SkyTeam-Netzwerke. Also das ist im Prinzip das, was KLM Air France oder Air France KLM in Europa ist mit SAS und so weiter, macht Delta quasi im nordamerikanischen Markt und auch Südamerika mit der LATAM, hatten wir ja gehört. Und die Frage ist natürlich, wie bewertet ihr das strategisch für die SkyTeam, für die WestJet? Weil ich habe so gerade das Gefühl, dass die SkyTeam wesentlich besser ihr Netzwerk ausbaut, ihre Partnerschaften ausbaut als die Star Alliance. Heißt also, wenn man sich das anschaut im Detail, waren die Leute bei der Star Alliance ja eher unzufrieden. Und die SAS hat ja auch sehr gejammert, dass man bei der Lufthansa-Gruppe, vor allem bei der Star Alliance, ich sage jetzt mal, wie ein Stiefkind behandelt worden ist, nicht als gleichwertiger Partner. Und die SAS, habe ich das Gefühl, die blühen ja auch im SkyTeam gerade so ein bisschen auf. Und da könnt ihr jetzt nochmal schauen für euch, ob ihr sagt, hey, ist die Star Alliance vielleicht nicht unbedingt eine Fluggesellschaft oder eine Allianz für Fluggesellschaften, die tipptopp ist. Vielleicht ist SkyTeam ja auch etwas im Aufbau und im Kommen und der wirkliche Gewinner. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit Finnair und der OneWorld, mit Lufthansa und der Star Alliance und dann mit der SAS, mit SkyTeam, bin ich in allen dreien vertreten. Und ich muss sagen, ich finde jetzt langsam so, dass der Shift da ist von den Allianzen, dass dort auch jetzt Fluggesellschaften reinkommen, wo ich sage, die sind wesentlich interessanter. Also das heißt, ich habe mir gedacht, ja, Star Alliance, die sind relativ cool, OneWorld, die sind auch relativ okay und SkyTeam ist so meh. Und jetzt ist das so ein bisschen in meinen Augen sich am Verschieben, wenn man das sagt, weil ja die SAS ein Star Alliance Partner war, wo ich sagte, der ist solide in meinen Augen und den mochte ich und mag ich, aber die sind halt so SkyTeam und in der SkyTeam sollte man vielleicht auch mal gucken, ob da eventuell eine neue Heimat für einige ist und ihr könnt da natürlich sagen, was ihr davon haltet und was ihr dazu denkt,
ob ihr die SkyTeam jetzt wesentlich positiver wahrnehmt, so wie ich das mache, im Vergleich zu den Freunden von OneWorld und Star Alliance, weil die haben immer das Gefühl, also ich habe irgendwie das Gefühl, die verlieren immer Leute und die SkyTeam ist strategisch wesentlich besser. Auch ist es ja so, dass die Lufthansa in meinen Augen so wie mehr so ein Einzelkämpferteam ist. Heißt also, dass dieses Bündnis in der Star Alliance selber nicht mehr unbedingt ein Bündnis ist, sondern man hat den Allianzgedanken vergessen und SkyTeam hat wesentlich mehr diesen Allianzgedanken, also eine Partnerschaft. Ganz wichtig. Man ist Partner und Paris inter pares, also Gleicher unter Gleichen und nicht irgendwie einer, wo der eine Koch ist und der andere ist Kellner. Also hier bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Natürlich aus dem Hyatt Hotel hier meine Hyatt Promotion Empfehlung. Und zwar gibt es jetzt wieder Promotions, die sind targeted im Mai. Und zwar ist das leider für ausgewählte Mitglieder, Angebot für 90 Tage ab Registrierung. Das geht per E-Mail-Link oder per App. Ich habe nichts bekommen. Und die Promotion ist natürlich nur eine davon aktivierbar. Es gibt diese Elite Night Offer, doppelte Elite Nächte bis zu 10 Nächte. Kostenlose Nächte, Kategorie 1 und 4. Nach 2 Nächten bekommt man eine Freinacht, nach 3 Nächten eine Freinacht, also solche Sachen. Oder dann Punkterabatt auf Prämienübernachtung, 20% Rückerstattung auf bis zu 30.000 Punkte, was ich ja über meine Kreditkarte habe. Dann Suite Upgrade Award, heißt also maximal 2 für alle 5 qualifizierenden Nächte oder alle 10 qualifizierenden Nächte sind da die Themen. Double und Triple Point Offers, jeder 2 Nächte Stay maximal 30.000 Punkte, jeder 3 Nächte Stay maximal 30.000 Punkte oder dreifache Punkte bei 2 Nächten oder 3 Nächten Stay sind auch wieder maximal dort dann. Und was auch interessant ist, ist hier die fixe Bonuspunkte und das ist halt relativ cool. Dass man zum Beispiel 1.000 Punkte bis zu 5.000 Punkte bekommt oder 35.000 Punkte bis 45 Nächte, also maximal 90.000. Das wäre natürlich eine Promotion, die ich relativ geil finden würde. Heißt also, es ist ein sehr, sehr großes Set an Punkteoptionen, die man haben kann. Das sind halt, wie gesagt, Targeted Offers. Man kann halt jetzt nicht reingehen und sagen, oh, das ist das, was mir gefällt, sondern man kriegt ein Angebot und kann das dann annehmen. Und lohnt sich besonders natürlich für viele Reisende, oder viel Schläfer in dem Fall und auch Leute, die natürlich Statusjäger sind. Ich mal selber habe mich ja für meinen Globalisten schon wieder qualifiziert. Ich habe 72 Nächte oder sowas dieses Jahr schon. Heißt also, dass man natürlich parallel mit den Sommeraktionen, zum Beispiel mit den Markenpromos, die es ja immer wieder gibt, mit diesem Zeltgeschichte, was ich jetzt nicht unbedingt machen werde. Ich bin nicht so der Zelttyp, aber von der Experience für den einen oder anderen relativ cool ist, gibt es da natürlich viele, viele Punkte bei Hyatt. Ja, ich sage dann mal, ich werde jetzt die Sendung wieder abschließen, weil ich sie hochladen muss und wie immer, ich weiß nicht, wie die Internetleitung ist. Ich war hier im Hotel und ich glaube, es ging letztens besser, als ich gedacht habe, aber das ist ja auch so tagesformabhängig. Deshalb lieber eine kurze Sendung und die ist pünktlich um 19 Uhr bei euch zu Hause verfügbar an den Empfangsgeräten. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich danke euch. Mein Tag hier in Los Angeles beginnt. Wir haben noch nicht mal 8 Uhr. Hol meinen Mietwagen ab. Bin ganz gespannt, was Sixt mir als Auto gibt. Nee, ich weiß, was ich bekomme. Aber wie immer, ich freue mich, euch dann zu sehen morgen oder auch mit Leuten, die ich ja hier vor Ort treffe. Ich freue mich, euch hier auch zu sehen. Also bis dann. Ciao, ciao und bis zur nächsten Sendung.